Ich bin ja mit meiner Feuerwehr auf der Suche nach dem gemeinsamen Kulturraum Europas. Aber was ist Kultur überhaupt? Go Europe! Ist vielleicht Kultur nur das, was uns vom Tier unterscheidet, also die Fähigkeit zur Triebbewältigung? Also das. Du kannst sehen, wer ich bin! Du kannst einem Angst machen. Ich verdiene mal Geld damit in Red Map. Oh Mann, wo waren wir? Also, vielleicht braucht es zur Bildung einer kulturellen Identität gemeinsame Werte und Achtung, Horrorwort, Normen. Und weil man das ja auch nicht so einfach beantworten kann, was ist Kultur? Lasst bitte eure Kommentare dazu da. Vielleicht können wir gemeinsam was darüber rausfinden. In Aachen habe ich mich ja auch mit dem Dombaumeister unterhalten. Und der hat mir erzählt, wie wichtig es früher war, auf den unterschiedlichen Baustellen Europas die gleichen, Achtung, Horrorwort, Normen zu haben. Denn nur so konnten die Kirchenbaumeister in ganz Europa arbeiten. Deshalb bin ich auf dem Weg nach Belgien noch mal kurz abgebogen und habe mich mit Stefan Segbers über Notwendigkeiten der europäischen Energiewende unterhalten. Früher war das hier ein Kohlekraftwerk, das mittlerweile mit Biomasse funktioniert. Und der Floating Solar Park ist auch sehr innovativ. PV ist die günstigste Art und Weise, Strom zu erzeugen. Kann man zu Hause auf dem Dach machen, mit nur mit 10 Paneele oder halt hier mit 13.000 oder halt mit 50.000, 60.000. Aber dadurch wird halt am Ende die Energie auch demokratisiert. Jeder kann es machen und irgendwann wird es so sein, dass wir Energieüberfluss haben werden. Weil von den Ressourcen her, von Sonne, von Wind etc. ist genügend da. Ich glaube, wenn wir halt auf diese Bewegung lostreten wollen, müssen wir halt enger zusammenarbeiten. Wir müssen grenzübergreifender denken und wir müssen auch Rahmenbedingungen schaffen, die es uns erlauben, schnell zu exekutieren und das wir skalieren. Und da hilft es nicht, wenn in einem Land die Vorgaben gelten, hier die Vorgaben gelten, sondern wir müssen halt versuchen, ein einheitliches Regelwerk zu schaffen. Ein einheitliches Regelwerk also für ganz Europa. Wenn wir eine Energiewende schaffen wollen und es gleichzeitig auch geopolitisch unabhängiger machen wollen von Russland und oder anderen und auch fossilen Energieträgern, dann brauchen wir Geschwindigkeit in einem Maße, was wir, glaube ich, alle gar nicht einschätzen können bisher. Und das geht nur mit einer Vereinfachung und Angleichung des Regelwerks halt auch über Grenzen hinweg. Das ganze Thema klingt zwar nicht unbedingt nach Kultur, aber da wir die Energiewende nur gemeinsam für und mit allen schaffen können, brauchen wir sie, die gemeinsamen Normen. Und ich habe auch nichts gegen einheitliche Ladekabel. Und dann komme ich endlich an in Antwerpen. Hier bin ich mit meinem Kollegen Michael Paas und seiner Frau Saskia verabredet. Michael und ich kennen uns von der Zusammenarbeit am Film Emperor mit Adrien Brody. Der Film wurde übrigens nie fertig. Die Produzenten wurden wegen Betrug und Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt. Ob da wohl jemand mit seinen Normen und Werten durcheinander gekommen ist? Auf jeden Fall nimmt mich Michael erstmal mit auf eine Versteigerung. Geld und Kultur, Cousins oder Brüder? The funny thing about culture is the thing that you don't consider yourself as culture. The fact that it is your culture makes it so normal for you that you're not aware that it is your culture. It's so deep in ourselves. Mm-hmm. It has to do with history, a lot to do with history. The Germans, you have Goethe, you have Schiller. The English has Shakespeare, the French have Molière. We have nothing. We don't have traditions, and sometimes it can be very liberating and you can feel very free that you don't have the burden of traditions. Fehlende Traditionen eröffnen also kreative Freiräume. Aber funktioniert das auch in einer Zeit, in der wir eigentlich immer nur bereits Bestehendes kopieren, leicht verändern oder in einen anderen Kontext setzen? Der kleine Exkurs über die Definition von Kultur, über Werte und Normen ist bestimmt noch nicht abgeschlossen. Aber in meiner Feuerwehr wird es mir langsam echt kalt.
Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal in südlichere Kulturräume vorstoßen. Europa kann ja auch Sonne. Also bis zum nächsten Mal bei Go Europe. GoPro-Aufnahme, stopp!